Tiere sind so unglaublich, dass wir Menschen ihnen nicht die Anerkennung dafür zollen, wie großartig sie sind. Eine ihrer am meisten unterschätzten Eigenschaften ist ihre Fähigkeit, starke Bindungen mit Menschen einzugehen. Dies ist die Geschichte eines Pferdes auf einem Bauernhof in einer kleinen Stadt in Marokko. Ein 65-jähriger Farmbesitzer namens Salim lebte auf einem großen Hof mit seiner liebevollen Familie. Schon als Kind war Salim mit Tieren aufgewachsen. Sein Vater und seine Mutter waren begeisterte Tierliebhaber, die Rinder und Pferde züchteten und zahlreiche Haustiere hielten. Salim wuchs mit dem Wissen auf, wie man das Vertrauen eines Tieres gewann. Aus irgendeinem Grund scheinen sich die Tiere zu Salim hingezogen zu fühlen. Von allen Tieren, mit denen Salim aufwuchs und die seine Eltern versorgten, waren Pferde zweifellos seine Lieblingstiere. Salim wachte vor allen anderen in seinem Haus auf und eilte zu den Ställen, wo er pflichtbewusst ihr Fell und ihre üppigen Mähnen bürstete und sie fütterte. Die Pferde liebten Salim über alles und freuten sich jedes Mal, wenn er in den Stall kam. Es war nicht verwunderlich, dass er ihren Hof und ihre Tradition erbte, als Salims Eltern alt wurden und verstarben. Salim züchtete aber nicht nur die gesunden und leicht vermarktbaren Tiere. Er ging vor allem auf die Suche nach kranken und eingeschränkten Tieren, die niemand haben wollte. Dadurch hatte er bereits viele Tiere gerettet, die aus niederen Gründen eingeschläfert werden sollten. Salim hatte so viele Pferde auf seinem Hof, dass es wie ein unglaubliches Meer von glänzenden Fellen aussah, wenn sie alle draußen waren. Der Bauer war schon immer von diesen majestätischen Geschöpfen fasziniert. Er sah in allem, was sie taten, eine verborgene Schönheit. Als Salim 48 Jahre alt war, kreuzten sich seine Wege mit einem besonderen Pferd. Er war gerade dabei, Pferdefutter zu verkaufen, als er hörte, wie sein Kunde darüber sprach, ein junges Pferd einzuschläfern. Unmittelbar nachdem er diese Worte gehört hatte, rannte Salim zu dem Verkäufer des Pferdefutters und bat ihn, die Situation mit der Mutter und dem Fohlen näher zu erläutern. Der Käufer sagte, dass das Pferd, welches das Fohlen zur Welt gebracht hatte, sehr krank war und wahrscheinlich die Krankheit an seine Nachkommen weitergegeben hatte. Nach Angaben des Käufers war das neugeborene Pferd so kränklich und die Geburt so traumatisch, dass die Mutter innerhalb einer Stunde starb. Für das Fohlen gab es nichts zu tun. Es war abgemagert, konnte kaum sehen und würde vermutlich in ein paar Tagen sterben. Der Käufer sagte weiter, dass es ihm ein Dorn im Auge ist, sich um das junge Ding kümmern zu müssen. Diese Aussage traf Salim sehr und er bat darum, das Tier zu sehen. Als er den Hof besuchte, schmolz sein Herz, als er das Fohlen erblickte. Es war so mager, wie sie es beschrieben hatten und hatten große Traurigkeit in den Augen. Salim war wütend auf die Besitzer, die sich offensichtlich nicht um das Tier kümmerten. Sie hatten ihm noch nicht einmal eine Chance auf Leben gegeben und überlegten bereits, es einzuschläfern. Salim fragte zu ihrer Überraschung, ob sie das junge Pferd an ihn verkaufen würden. Der andere Farmbesitzer sah Salim an, als sei ihm plötzlich ein zweiter Kopf gewachsen. Sie fragten ihn, warum er das tun würde. »Sehen Sie nicht, wie erbärmlich und schwach es aussieht?« fragte der Besitzer. »Damit können Sie nichts anfangen und es wird wahrscheinlich keinen Monat mehr leben«, warnte er. Salim war unnachgiebig. Es war ihm egal, was der andere Mann zu sagen hatte. Dieses arme Fohlen würde mit ihm nach Hause kommen. Schließlich stimmte der Besitzer zu. Er wehrte sich nicht weiter, warnte aber, dass Salim besser nicht zurückkommen sollte, um sein Geld zurückzufordern, wenn das junge Pferd schließlich starb. Salim stimmte zu und sie holten das junge Pferd, das mit einem traurigen Gesichtsausdruck dalag, schnell vom Hof. Sie luden es auf Salims Lastwagen und schon bald waren sie auf dem Weg zu Salims Hof am Rande der Stadt. Als erstes rief Salim einen Tierarzt, der sich die Fohlen ansah. Der Tierarzt bat Salim, das Fohlen in eine spezielle Klinik zu bringen, die mehrere Kilometer von seinem Hof außerhalb der Stadt entfernt lag. Salim war fest entschlossen, dem Fohlen zu helfen. Es spielte keine Rolle, dass die Tierklinik weit weg war. Er fuhr mit seinem Lastwagen dorthin, wo sie Antworten auf seine Fragen finden würden. Nachdem er das Pferd untersucht und ein paar Tests durchgeführt hatte, seufzte der Arzt tief. Das arme Pferd würde es wahrscheinlich nicht bis zum Erwachsenenalter schaffen. Es wäre sogar überraschend, wenn es ein paar Monate überleben würde und mit viel Glück vielleicht 1 oder 2 Jahre, wenn man es gut behandelt und geduldig ist. Salim sagte, er sei bereit, sich so geduldig wie möglich um das Fohlen zu kümmern, egal wie kurz sein Leben sein würde. Der leidenschaftliche Farmbesitzer bemühte sich sehr, das Fohlen glücklich und zufrieden zu machen. Salim nannte das Pferd Kala. Obwohl der Tierarzt sagte, dass es ein Wunder bräuchte, damit Kala 1 oder 2 Jahre leben würde, verging das erste Jahr. Dann das zweite, das dritte, das vierte und schließlich das 5. Nach nur 5 Jahren hatte Kala alle, die ihre Geschichte kannten, schockiert. Aus dem schwachen, kränklichen, kleinen Fohlen war ein umwerfendes, majestätisches Pferd geworden. Sie war stark, schnell, energiegeladen und sehr verspielt. Es hing so sehr an Salim, dass die Mitarbeiter seiner Farm und seine Familie scherzten, das Pferd halte Salim wahrscheinlich für seinen richtigen Vater. Kala folgte Salim überall hin und starrte ihn mit liebevollen Augen an. Salim scherzte gerne, dass er sich so sehr um Kala kümmerte, dass das Pferd keine andere Wahl hatte, als am Leben und gesund zu bleiben. Leider wurde Salim ein paar Jahre später krank. Er wurde so krank, dass er sich nicht mehr so gut um die Tiere auf dem Hof kümmern konnte wie früher. Seine Frau und seine Kinder übernahmen die Arbeit, während er die Tiere beaufsichtigte und das wenige tat, was er konnte. Abends, wenn Salim auf der Veranda seines Hauses saß, trottete Kala vorsichtig zum Haus.
Dort legte sie sich neben Salem und verbrachte Zeit mit ihm. Sie begannen dies morgens und abends zu tun. Leider erlitt Salem einen Herzinfarkt, während er in seinem Garten war. Obwohl seine Familie schnell genug handelte, konnten sie nichts mehr tun, um Salem rechtzeitig zu retten. Als Salem in seinem Bett lag und nicht mehr reagierte, stellte die Familie fest, dass er verstorben war. Entsprechend der Tradition ihrer Region begannen sie mit den Bestattungsvorschriften und wuschen Salem sorgfältig. Sie wickelten ihn in ein angemessenes Begräbnistuch und legten ihn in einen Holzsack, um ihn zur Begrabnisstätte auf seine Farm zu bringen. Alle waren schockiert, als sie von dem Tod des Mannes hörten. Die Knechte waren währenddessen hinter Carla her und hatten versucht, sie in einen Stall zu sperren. Aber das große Pferd war so stark, dass es die Türen eintrat und schnell und unerbitterlich hinter der Menge herjagte. Salem war ein geliebter Mann, sodass viele weinende Menschen an der Begrabnisstätte anwesend waren. Als das große, kräftige Pferd auf sie zustürmte, zerstreuten sich alle und entfernten sich von der Stelle, wo der Sarg am Grab lag. Als Carla den Sarg erreichte, begann sie aggressiv auf ihn einzutreten. Sie wussten, dass das Pferd nicht versucht hatte, böse zu sein und dass es traurig über Salems Tod war. Sie wussten auch, dass es schwer war, es aufzuhalten. Gerade als sie ein Fangseil um Carla legen konnten, stieß das Pferd den Sargdeckel ab, hörte auf, darauf zu treten und begann stattdessen zu schnüffeln. Alle waren fassungslos über das, was vor sich ging. Und nach ein paar Sekunden der Stille hörten sie ein Weinen aus dem Inneren des Sarges. Sofort schrien die Trauernden vor Angst und rannten davon. Salems Familie und die wenigen Freunde, die in der Nähe geblieben waren, starrten geschockt, als Salem ausrief, dass er fast lebendig begraben worden wäre. Obwohl sie Angst hatten, waren Salems Familienmitglieder und Freunde zu Tränen gerührt. Sie dachten, es sei ein Wunder, dass Carla irgendwie gewusst hatte, dass ihr Besitzer nicht wirklich tot war. Ein sachverständiger Arzt, der von diesem Fall hörte, sagte, dass Salems Geschichte zwar unglaublich sei, aber höchstwahrscheinlich kein Wunder. Er hatte wahrscheinlich etwas erlebt, das Katalepsie genannt wird, ein medizinischer Zustand, der den Tod imitiert. Es tritt ein Zustand ein, mit dem der völlige Verlust des Bewusstseins und sogar die Steifheit des Körpers mit einhergeht. So ein Ereignis ist selten, aber nicht unmöglich. Dank der unglaublichen Bindung, die Carla und Salem hatten, erkannte sie, dass ihr Besitzer noch am Leben war und verhinderte, dass er lebendig begraben wurde. Wer hätte gedacht, dass das schwache, schon aufgegebene Fohlen sie eines Tages vor einem traurigen Ende bewahren würde? Gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schau dir jetzt ein Video von einer Besitzerin an, die ihren Augen nicht trauen konnte, was ihr Pferd gebar. Zu dem Video kommst du rechts.